Servus, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Möchtest du auch dir so einen schönen großen Tisch am liebsten in die Mitte stellen von deiner Werkstatt, damit du von allen Seiten drankommst zum Werkeln, so wie hier so eine Tischkreissäge? Dann bist du nämlich hier genau richtig, weil ich habe mir eine Platte gebaut für eine Tischkreissäge. Es spielt da keine Rolle, welche Tischkreissäge du hast. Das geht für jede. Du musst halt von den Maßen nur das auf deine übertragen. So, rastet die nämlich hier ein und schon hast du einen Werktisch in der Mitte und irgendwie keinen Platz verschwendet, weil deine Tischkreissäge jetzt dein Werktisch ist. Also, wenn du wissen möchtest, wie du dir so eine Platte baust, dann bleib dran, ich zeig's dir. Viel Spaß! So, als Arbeitsplatte benutze ich jetzt hier so Spanplattenreste. Und andere bauen sich halt aus Massivholz einen Tisch. Ich habe mir überlegt, warum, wenn die das können, kann ich das doch auch. Also baue ich mir einfach die Arbeitsplatte aus Spanplattenresten. Die leime ich dann einfach zusammen und dann sollte das doch auch funktionieren, ne? Und ihr seht, diese zwei Platten, die sind nicht gleich hoch, die ist ein bisschen höher. Hier ist außerdem noch Kleber drauf. Der muss natürlich runter, die Platte auch ein bisschen tiefer. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt mit dem Bandschleifer schön abschleifen und hoffe, das funktioniert. Und ich bin mir sicher, das wird ein bisschen länger dauern. Deswegen heute auch Musik dabei, Kopfhörer rein und Film ab. So, endlich geschafft. Hier ist die Platte. Wie lange habe ich jetzt gebraucht für die eine Platte? Ja, ungefähr 2 bis 2,5 Stunden. Fragt mich bitte nicht, warum ich das gemacht habe. Ich hatte gemeint, das wäre einfacher, aber ich habe das Plan gefräst und noch ein bisschen geschliffen jetzt gerade. Also ganz kurz nur drüber. Die Feinarbeit kommt dann am Schluss. Ja, also für euch dann, kauft euch einfach eine Platte oder 2 gleiche Platten, die auf jeden Fall gleich hoch sind. Aber, naja, vergiss es. Nicht wundern, wenn ich jetzt hier ein Pflaster habe. Ich bin gerade an der Ecke hängen geblieben, also mir ist nichts passiert mit Oberfräse oder so. Genau, jetzt haben wir jetzt diese 2 Platten, die sind jetzt bündig. Die Seite sieht ja jetzt nicht so gut aus mit der zusammen. Die kann ich aber einfach später umdrehen. Und dann sieht es gleichmäßig aus. Genau, jetzt ist so, ich möchte den Tisch 1,30 Meter mal 90 haben. 1,30 Meter bekomme ich aus den 2 raus. Die werde ich mir jetzt dann gleich zurechtschneiden. Einmal hier ungefähr ab. Und 90 geht leider nicht, weil die sind nämlich nur 80. Jetzt ist aber so, hier bleiben Stücke übrig. Und aus diesen Stücken schneide ich mir 10 cm Streifen raus. Und die mache ich dann in die Mitte. Die kommen dann einfach hier in die Mitte rein. Klebe ich die auch, also verleime ich die dann mit den 2 großen Brettern. Ja, ich glaube, das funktioniert. Ich mache es extra in die Mitte, nicht auf die Seite, damit es nicht runterhängt. Dann hier hat es nämlich Auflagefläche. Ja, hoffentlich dauert das nicht so lange. Jetzt schneiden wir die erstmal dazu.
Ich sag's euch, danach kann man mich Freestyle-Schreiner oder Handwerker nennen, wie ich das jetzt gleich zusammenbastle. So, hier sind nun die ganzen Einzelteile. Hier sind ja diese zwei großen Platten und hier sind die kleinen Mini-Stückchen, die ich hier reinbastel. Sieht ganz cool aus, so. Deswegen, ja, ich habe das extra aufgeteilt. Die sind alle gleich lang, damit es nicht hässlich aussieht. Nicht wundern, wenn das jetzt hier abkippt. Das wird ja später alles mit Dübeln festgemacht dann, oder verbunden. Dann bleibt es auch auf einer Ebene, aber jetzt kippelt es, wackelt es halt. Genau, jetzt verbinde ich das Ganze und zwar benutze ich dafür dieses coole Tool. Das ist einfach so eine Dübelhilfe, die hat mir da Martin zugeschickt, also vielen Dank nochmal dafür. Und damit haue ich jetzt überall Dübel rein. Das rutscht. Damit haue ich jetzt überall Dübel rein und dann hoffe ich, dass das hält.
Lieben, das ist jetzt die fertige Arbeitsplatte. Ich bin echt begeistert davon. Ich war ja kurzzeitig, wo ich das Ganze zusammengeleimt habe, war ich ja echt am Überlegen aufzugeben, weil das war eine reinste Hügellandschaft. Vielleicht hat man es ja gesehen. Katastrophal. Allerdings muss ich jetzt sagen, nachdem ich das alles abgeschliffen habe, bin ich echt begeistert. Ihr seht jetzt gerade die Oberfläche, also die Oberseite. Ich habe das ja gekittet, das passt echt schön. Dann alles abgeschliffen. Ja, kann man eigentlich so lassen. Die Unterseite seht ihr jetzt auch gerade nochmal, wie die aussieht. Genau, plan ist das Ganze einigermaßen, muss ich dazu sagen. Also es ist nicht hundertprozentig plan miteinander, sondern ihr habt in der Mitte ist es leicht tiefer manchmal an manchen Stellen. Außer hier hinten ist es wirklich plan. Wenn man mit der Hand drüber fährt, spürt man es leicht. Es geht hier ein Stück runter, das ist so ein Millimeter oder einen halben Millimeter, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Aber ansonsten, ich kann damit leben. Genau. Und jetzt fehlt aber noch eine Sache, und zwar möchte ich, wenn ich drauf arbeite, möchte ich, dass sich der Tisch nicht bewegt oder auch mal so liegt. Deswegen habe ich schon was vorbereitet. Solche Leisten. Das muss jetzt nicht wunderschön aussehen. Ich mache das jetzt so. Ihr könnt es natürlich so machen, wie ihr das wollt. Die werde ich jetzt unten drunter schrauben. Und dann passt der Tisch ist immer auf einer, wie sagt man, ist immer zentriert. Ja, genau. Ihr werdet es jetzt einfach sehen. Let's go. So, ich habe das Ganze jetzt ausgemessen, dass das von so Kanten, von der Kante, die gleiche Kante ist auf der anderen Seite auch. Und von hier, das seht ihr jetzt gerade nicht, von den Außenkanten, dass es immer gleich viel überragt. Das sind bei mir jetzt auf der Seite zum Beispiel 11,5 Zentimeter. Das habe ich jetzt überall gemacht. Das muss jetzt auch nicht auf den Millimeter genau passen, weil das würde ich auch gar nicht so schaffen auf den Millimeter genau. Aber das passt jetzt erstmal. Jetzt beschwere ich das mit Steinen und schraube die Leisten von unten einfach dran. Ja, ich habe mich geschnitten und ja, es war ein schöner ENT-Bohrer. Wem ist es auch schon mal passiert? Schreibt es mir unten mal in die Kommentare. So, das ist jetzt die letzte Leiste. Kleiner Tipp noch, ich habe jetzt auf der Seite da drüben und auf der Seite lege ich mir jetzt so Papier drunter. Das habe ich einmal gefalten. Das hat einfach den Grund, damit da ein kleines bisschen Spiel ist. Damit man später, wenn man die Platte draufsetzt, dass es nicht so streng geht. Also ich weiß es nicht. Ich hoffe, es reicht da. So 2 Lagen Papier. Mal gucken. Ja, hier ist der fertige Tisch. Ist richtig cool geworden. Wir können den hier abheben. Das passt mit diesen 1 mm, mit diesem Blatt. Hallo? Genau, so sieht es aus. Und wenn wir den wieder draufsetzen, müssen wir da ein bisschen gucken. So, perfekt. Und schon sitzt er drauf. Genau, also richtig coole Lösung, wenn man jetzt keinen freistehenden Tisch haben kann von der Werkstattgröße und eine Tischkreissäge hat, dann ist die Variante auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen. Na klar, man muss den Tisch immer abheben, aber irgendwo muss man halt dann auch mal Abstriche machen. Ansonsten, wie gesagt, ich empfehle euch den. Benutzt allerdings entweder 2 Platten und macht die miteinander, die schon gleich hoch sind. Oder ihr nehmt eine ganze Platte. Aber so fuschen, die Zeit, die rentiert sich dafür nicht. Also die braucht ihr dafür nicht opfern, das ist Schwachsinn. Ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht
interessiert sich ein oder andere dafür und baut das Ganze nach. Würde mich auf jeden Fall ziemlich freuen. Genau, ansonsten bleibt mir nur noch sagen, vielen Dank fürs Anschauen. Gibt es wieder einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.